Siri, würdest du bitte Bach abspielen? Einen bestimmten Titel? Nein, du hast freie Wahl. Annyeonghaseyo und herzlich willkommen. Nein, Siri, das geht leider nicht. Du weißt doch, wegen Urheber und so. Schade, aber einen Versuch war es dennoch wert. Herzlich willkommen zu einer weiteren Reise oder besser gesagt zu einem weiteren Abenteuer mit meiner Wenigkeit. Wo fange ich am besten nur an? Nun, es war fast wie Liebe auf den ersten Blick. Ein Land, bei dem es sich wirklich lohnt, genauer hinzusehen. Und wenn man erst einmal auf den Geschmack gekommen ist, ist es so gut wie unmöglich, wieder davon wegzukommen. Ehrlicherweise zugegeben, hatte ich bis vor einigen Jahren keinerlei Gründe oder überhaupt Anlässe, mich mit einem Land auf der gegenüberliegenden Seite der Erdkugel intensiver zu befassen. Mein Erstkontakt mit Korea kam zufällig auf YouTube über die sogenannte K-Pop-Musik. Wobei das K für Korean steht, also koreanische Popmusik. Die K-Pop-Musikvideos auf YouTube hatten teilweise über Milliarden Aufrufe und waren sehr qualitativ und aufwendig produziert. Mittlerweile höre ich sehr gerne und auch regelmäßig K-Pop-Musik. Deshalb sei vorgewarnt, wenn man einmal damit anfängt, gibt es praktisch kein Zurück mehr. Jedenfalls konnte ich meine Neugierde danach nicht mehr aufhalten und wollte deshalb auch mehr über das Land und die Menschen wissen. Doch dann musste ich feststellen, dass Korea in Nord und Süd gespalten ist. Und ich dachte mir nur, WTF, wieso denn das? Was ist denn da los? Aber eins nach dem anderen. Ein kleiner Spoiler vorweg, Korea ist ein sehr interessantes Fleckchen Erde mit einer unfassbaren Geschichte und wundervollen Menschen. Aber lass uns ganz vorne anfangen. Schauen wir erst einmal, wie ich hier gelandet bin. Laptop aufgeklappt, direkt zu den Google-Flügen und erst einmal nach den günstigsten Flugzeiten stöbern. Hin- und Rückflug, ein Passagier und Business Class. Vom Frankfurter Flughafen nach Seoul, Südkorea. Wie sieht es mit den Preisen aus? Hier können wir nun wunderbar schön überblicklich in Kalenderansicht die Preise an den jeweiligen Tagen auf einem Blick sehen. Hier Last Minute sind natürlich in der Regel überdurchschnittlich teuer, da diese Flüge offensichtlicherweise bereits gut ausgelastet sind. Aber hier im gesamten darauffolgenden Monat können wir sehr gut sehen, dass an fast jedem Tag ein Mindestpreis von 1.804 € eingerichtet worden sind. Das bedeutet, dass diese Flüge noch kaum bis gar nicht gebucht wurden. Da hat man nun sozusagen freie Auswahl, für welchen Abflugtag man sich entscheiden möchte. Aber der Mindestpreis vom Frankfurter Flughafen für Business Class scheint bei 1.804 € festgelegt zu sein. Stand Dezember 2022. Allerdings sind das keine Non-Stop-Flugpreise, sondern mit einem oder gar mehreren Stopps. Ich aber hätte gerne einen Non-Stop-Flug, weil ich nicht ewig in irgendwelchen anderen Flughäfen verweilen möchte. Deshalb klicke ich hier bei den Stopps auf Nur Non-Stop-Flüge.
Der Begriff Nonstop ist übrigens aus dem Englischen übernommen und steht für ununterbrochen und Nonstop-Flug dementsprechend für ununterbrochenen Direktflug zum erwünschten Ziel Flughafen. Wenn du aber wie ich ein Sparfuchs bist, dann kannst du natürlich an dieser Stelle etwas gründlicher stöbern, ob und für welchen Flug mit mehreren Stopps du dich entscheiden möchtest und zusätzlich noch überlegen und einplanen, wie du am besten die Zeit am Zwischenstopp Flughafen verweilen kannst und so weiter. In meinem Fall machen wir aber jetzt weiter mit Nonstop-Flügen. Ein Blick auf den Kalender und weiter geblättert erkennen wir einen Mindestpreis von 2.190 Euro. Zum Vergleich werfen wir auch noch einen Blick auf den Münchner Flughafen. Auch hier die nächsten Tage, Last Minute, wesentlich teurer. Des Weiteren können wir aus dem Kalender entnehmen, dass nicht täglich ein Flug nach Seoul, Südkorea, stattfindet. Wenn wir weiterblättern in den kommenden Monaten, erkennen wir einen Mindestpreis von 2.507 Euro, also ca. 300 Euro teurer als die Flüge vom Frankfurter Flughafen. Das könnte unter anderem daran liegen, dass die Flüge vom Münchner Flughafen von der Fluggesellschaft Lufthansa sind. Die Flüge vom Frankfurter Flughafen dagegen sind von unterschiedlichen Fluggesellschaften wie Asiana und Korean Air und diese sind wohl etwas günstiger. Nun kann man sich natürlich überlegen und auch googeln, für welche Fluggesellschaft man sich entscheiden möchte und ob sich die Fahrt zum Frankfurter Flughafen eher lohnt von der Entfernung und so weiter. Es kann sich durchaus immer wieder mal lohnen, gründlicher zu vergleichen, besonders bei solchen Preissegmenten. Ich entscheide mich in meinem Fall für den Abflug aus dem Frankfurter Flughafen. Wenn man noch weitere besondere Ansprüche oder Anforderungen hat, kann man hier in den entsprechenden Filtern das Gewünschte aktivieren, beispielsweise bei den Fluggesellschaften. Ich möchte ausschließlich die Fluggesellschaft Lufthansa angezeigt bekommen. Also klicke ich hier entsprechend bei Lufthansa auf Nur. Et voilà, jetzt werden uns lediglich die Flüge mit Lufthansa im Kalender angezeigt. Da liegen wir derzeit bei einem Mindestpreis von 2.520 Euro. Das gewünschte Datum der Hin- und Rückreise ausgewählt, erscheint nun hier unten das dazugehörige Angebot. Hier auf den Pfeil klicken, damit sich dieses ausklappt. Hier sehen wir überblicklich kurz und knackig noch einmal die Flugdetails zusammengefasst. Abflug am 16. Dezember um 14.55 Uhr vom Frankfurter Flughafen. Reisedauer 11 Stunden und 45 Minuten, nonstop über Nacht. Ankunft um 10.40 Uhr am Incheon Flughafen. Business Class in der Boeing 747. Hier rechts noch die Ergänzungen. Liegesitzplatz. Das sind die Business Class Sitze, die man automatisch per Fernbedienung zu einer Liege ausfahren kann. Aber genaueres dazu später im Flugzeug. WLAN kann man auf Anfrage gegen Bezahlung während dem Flug erhalten, aber das ist in meinem Fall nun wirklich nicht nötig. Strom- und USB-Anschlüsse am Sitz, um seine elektronischen Geräte wie Laptop, Tablet, Smartphone und so weiter aufladen zu können. Und natürlich hat man einen riesen Bildschirm vor sich, um sich haufenweise Filme und deresgleichen ansehen zu können, aber auch dazu später mehr. Hier noch einmal der Gesamtpreis von 2.520 Euro. Einmal auf Flug wählen geklickt, erscheinen hier unten nun die Buchungsoptionen, ob man über Opodo, über Lufthansa Direct, über Travelstart und so weiter buchen und bezahlen möchte. Dementsprechend variieren die Preise erneut, da jeder Anbieter andere Gebühren für die Buchung verlangt. Günstigste ist natürlich Lufthansa Direct selbst, ohne Zwischenhändler und so weiter. Ein Klick auf Auswählen und man wird direkt weitergeleitet auf die Website von Lufthansa. Dort kann man dann schön überblicklich die Sitze auswählen, im Hauptdeck oder Oberdeck, eventuelle Reiseversicherungen hinzubuchen und alle notwendigen Informationen zu den Flügen erhalten und zu guter Letzt dann natürlich auch bezahlen, je nachdem welchen Anbieter man ausgewählt hat, per Vorauszahlung, per Lastschrift vom Konto oder Kreditkarte und so weiter. Naturellement ist das nur meine spezielle Vorgehensweise, wie ich meinen Flug bezüglich dieser Reise gebucht habe. Es gibt noch etliche andere Möglichkeiten, Optionen oder Variationen, wie man seinen Flug buchen kann.
Du musst dich selbstverständlich nicht nach mir richten oder orientieren, sondern kannst es natürlich beliebig nach deinen eigenen Interessen und Wünschen entsprechend angehen. Das ist leider auch keine Produktplatzierung, aber falls jemand von Google zusehen sollte, schreibt mich doch bitte gerne an, wenn ihr mir eine Kleinigkeit zukommen lassen möchtet, um mich und meine zukünftigen Projekte zu unterstützen. Alright, weiter im Kontext. Einige meiner Unterkünfte für meine Aufenthaltszeit in Südkorea habe ich auch ganz bequem online auf Booking.com im Voraus gebucht. Nein, da muss ich dich leider erneut enttäuschen, auch in diesem Fall keine Produktplatzierung. Und auch hier gilt, falls jemand von Booking.com zufällig zusieht, bitte gerne anschreiben, versprochen, ich werde auch nicht beißen. Hier möchte ich jetzt aber nicht ausführlich darauf eingehen, wie und wo ich meine Bleibe gebucht habe, weil es hier wirklich eine unheimlich große Auswahl an Unterkünften gibt. Es ist auch wirklich alles kinderleicht zu bedienen, man bekommt alles schön übersichtlich präsentiert und erklärt. Reiseziel eingeben, Datum und Personen. Et voilà, ca. 500 Unterkünfte in Seoul. Jetzt kommt es natürlich nur noch auf deine Ansprüche und auf dein Budget an. Worauf du wie viel Wert legst, kannst du hier fast alles filtern. Man muss die Kreditkartendaten hinterlegen, aber es wird nichts abgebucht, wenn man die Vorortbezahlung gewählt hat. Das heißt, du bezahlst dann erst vor Ort, wenn du persönlich im Hotel eincheckst. Entweder mit Bargeld oder Kreditkarte. Es wird wirklich nichts abgebucht, ich kann es bestätigen. Allerdings, wenn man die Reise abbläst und nicht rechtzeitig storniert, werden natürlich saftig gestaffelte Gebühren von der Kreditkarte abgebucht. Das können unter Umständen bis zu 95% des gebuchten Preises sein. Dafür muss man nämlich die Kreditkartendaten hinterlegen. Deshalb Vorsicht! Achte darauf, dass du die Unterkünfte rechtzeitig stornierst, falls du deinen Flug verschieben solltest oder es dir doch anders überlegen solltest. Für welche Unterkünfte ich mich entschieden habe, sehen wir später. Auch in diesem Fall ist das nur meine Wahl gewesen, auf Booking.com meine Bleibe zu buchen. Auch hier steht dir die Wahl natürlich frei, wo und wie du deine Unterkünfte buchen möchtest. Bei Fragen kannst du auch gerne einen Kommentar hinterlassen, damit wir uns gegenseitig unterstützen und uns austauschen können und gleich alle etwas davon haben. Einige Zeit vor der Abreise sollte man dann auch mal anfangen zu packen. Wie viel Freigepäck in der Business Class der Lufthansa zugelassen sind, erfährst du unter anderem auch auf der Website. Falls du mehr Gepäck mitnehmen möchtest, dann musst du jeden Kilogramm über das zugelassene Gewicht des Freigepäcks hinaus spätestens an den Schaltern der Lufthansa im Flughafen beim Einchecken gegen eine Gebühr pro jeden Kilogramm darüber hinaus separat bezahlen. Informiere dich deshalb lieber immer selbst bei der jeweiligen Fluggesellschaft, bei der du deinen Flug buchen wirst, nach den genauen Maßen, Gewicht etc. deines Gepäcks, weil jede Fluggesellschaft andere Richtlinien hat und diese deshalb auch variieren können. Denn wenn du nicht darauf achtest, kann es ganz schön teuer werden. Also, um dir im Nachhinein den Ärger zu ersparen, besser im Voraus informieren. Des Weiteren solltest du mindestens 5 Tage vor dem Tag deiner Abreise den Antrag auf KETA stellen. KETA steht für Korea Electronic Travel Authorization, das heißt, Staatsangehörige von Ländern, die visumfrei in Südkorea einreisen dürfen, wie unter anderem deutsche Staatsangehörige, müssen eine KETA-Genehmigung einholen, um überhaupt an Bord des Fluges nach Südkorea zugelassen zu werden. Ohne die Genehmigung, die man beim Einchecken im Flughafen vorzeigen muss, bekommt man am Check-in-Schalter kein Flugticket ausgehändigt und kann somit nicht mitfliegen und dann sitzt man völlig fassungslos und verärgert am Flughafen fest. Deshalb nicht vergessen, ganz wichtig, achte darauf, dass du dir rechtzeitig eine KETA-Genehmigung einholst. Man muss seine persönlichen Daten angeben, Reisezeit,
Aufenthaltsort, Angaben von vorhandenen Bekannten, Familie oder Freunden in Südkorea, die im Notfall kontaktiert werden können, und entsprechend Telefonnummern, unter der du in Südkorea erreichbar wärst und so weiter. Der Antrag kostet derzeit $41 pro Reisenden. Zu guter Letzt sollten wir noch etwas Bargeld wechseln. Das kannst du auf Bestellung bei deiner Hausbank tun, mindestens 3 Tage vor deiner Abreise. Oder aber bei einer Reisebank, vielleicht haben sie es sogar zufällig vorrätig, ansonsten gilt es auch hier vorzubestellen. Wenn du die Möglichkeit haben solltest, dann nimm sowohl eine Kreditkarte als auch Bargeld mit, für alle Fälle. Falls du aus irgendwelchen Gründen nicht wechseln können solltest oder es vergessen solltest, keine Panik, zur Not kannst du es immer noch im Flughafen tun, sowohl im deutschen Abflughafen als auch bei der Ankunft im koreanischen Flughafen in Incheon, aber natürlich zu einem wesentlich schlechteren Kurs. Mein Tipp: Wechsle bei deiner Hausbank bis zu 500 € in Won oder nur so viel, dass es für die Taxifahrt und die Übernachtung und Verpflegung für 1-2 Tage ausreicht. Den besten Wechselkurs erhältst du nämlich bei den kleineren Wechselstuben in Südkorea. Bevor du aber bei irgendwelchen Wechselstuben dein Geld wechselst, check ab, vergleiche bei einigen Wechselstuben und schau in Google nach, wo der Wechselkurs derzeit liegt und so weiter. Derzeit liegt der Kurs bei ca. 1385 südkoreanischer Won für einen Euro. Stand Dezember 2022. Klingt auf den ersten Blick viel, ist es aber nicht. Genaueres dazu später. Wenn man die Max-Skala in Google näher betrachtet, dann stellt man fest, dass der Wechselkurs Euro-Won in den letzten 20 Jahren relativ unspektakulär verlaufen ist. Der Wechselkurs von einem Euro hat sich immer zwischen 1000 und 2000 Won bewegt, also relativ wertstabil gehalten. Auch in Südkorea versucht man übrigens, das Bargeld komplett abzuschaffen. Die Menge an Bargeldscheinen wurde bereits drastisch reduziert. Viele südkoreanische Scheine bzw. Münzen gibt es nicht mehr. Scheine gibt es lediglich 4, und zwar den Tausender, 1,000원, 5000er, 5,000원, 10.000er 10,000원, und 50.000er Schein. 50,000원, In Euro gibt es als Vergleich noch den 100er und den 200er Schein. In Münzen gibt es nur den 10er, 10원, 50er, 50원, 100er 100원, und 500er. 500원. Es ist soweit. Heute ist der Tag der Abreise. Auf geht's zum Frankfurter Flughafen. Am Flughafen angekommen habe ich mir solch einen Gepäckwagen ausgeliehen für 1 Euro. Allerdings kann man hier nur bargeldlos bezahlen, also sprich mit Karte. Und das ist auch kein Pfand, also den Euro kriegt man dann auch nicht mehr wieder, sondern gibt den einfach an der entsprechenden Stelle ab und dann ist man sein Euro praktisch los. Aber das ist okay. Und nun schiebe ich meinen Gepäckwagen zum entsprechenden Schalter der Lufthansa. Eingecheckt, Koffer abgegeben und jetzt darf ich mich noch mit meinem Business-Class-Ticket in die Business Lounge begeben und dort darf man sich dann an Getränken und Snacks bedienen und dort warte ich noch die restliche Zeit und nutze die Lounge, bis dann das Boarding aufgerufen wird. So langsam begebe ich mich jetzt mal zum Gate. Das Boarding dürfte dann auch
anschließend losgehen. Wusstest du, dass jede Sekunde irgendwo auf der Welt ein Passagierflugzeug startet? Zu Spitzenzeiten sind es weltweit über 200.000 Flüge an nur einem Tag. Das ist total abgefahren. Es ist also kein Wunder, dass die Welt immer näher dem Untergang rückt. Das hätte auf der Strecke Aspects or just being loaded off right hand side. Should not take much longer. 시작하겠습니다. 기내에 계신 동안 편안한 시간 보내십시오. Umstreifen Sie das elastische Band. Wir fliegen ganz klassisch ca. 900 km pro Stunde über den Wolken. Flugzeuge fliegen prinzipiell nie schneller als 900 km/h im sogenannten Unterschallbereich. Je schneller man fliegt, desto stärker wird der Luftwiderstand. Wenn man also schneller fliegen möchte, muss man gegen den immer stärkeren Luftwiderstand ankämpfen. Fliegt das Flugzeug schneller als der eigene Schall, dann verdichtet sich die Luft an der Spitze des Flugzeuges so stark, dass eine enorme Druckwelle entsteht. Die hören wir auf der Erde als Überschallknall. Noch schneller, im sogenannten Hyperschall, geht das nur viel höher, wo der Luftwiderstand kleiner wird. Deshalb fliegen Flugzeuge etwas über den Wolken, weil dort der Luftwiderstand wesentlich schwächer ist als unter den Wolken. Bei den Mahlzeiten sollte man bedenken und darauf achten, ob man nicht irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten hat, da der Magen bei einigen Menschen eventuell während dem Flug besonders empfindlich reagieren könnte. Beispielsweise empfiehlt es sich, nicht Fettiges auf leeren Magen zu essen, weil das Fett die Magenschleimhaut bedecken und dadurch eine Unverträglichkeit auslösen könnte.
Während dem Flug wurden diese Unterlagen ausgeteilt. Diese muss jeder Passagier ausfüllen und vor der Passkontrolle im Ankunftsflughafen abgeben. Wir haben noch einige Stunden Flugzeit vor uns. Lass uns diese Zeit nutzen, um uns mit der Geschichte des Landes zu befassen. Natürlich kenne ich mich nicht perfekt mit den folgenden Geschehnissen, Ereignissen oder Gegebenheiten aus. Ich habe die folgenden Informationen und Aufzeichnungen aus verschiedenen Quellen zusammengefasst. Korrigiere mich bitte gerne in den Kommentaren, falls ich falsch liegen sollte oder etwas Ungenaues gesagt haben sollte. Lass uns dazu gerne in den Kommentaren austauschen. Wenn man heute auf der Weltkarte einen Blick auf Korea wirft, dann stellt man natürlich relativ schnell fest, dass Korea in Nord und Süd gespalten ist. Da fragt man sich natürlich, wieso? Wie kam es dazu? So etwas Ähnliches gab es auch schon einmal hier bei uns in Deutschland. Endlich unsere Stunde! Die Stunde der Freiheit! Eine Freiheit, die sich die Menschen in der DDR selbst erkämpft haben. Hier spricht die Polizei. Verlassen Sie bitte das Unterbaugebiet. Die Spaltung von Korea hat aber ganz andere Gründe. An dieser Stelle nehmen wir uns kurz die Zeit für etwas Geschichte, denn die geschichtlichen Ereignisse in der Vergangenheit haben Korea gewiss sehr geprägt und deshalb sollen möglichst viele Menschen davon Bescheid wissen, zumindest mal davon gehört haben. Wieso ist Korea in Nord- und in Südkorea gespalten worden und vor allem wann? Dazu reisen wir logischerweise etwas zurück in der Zeit, und zwar zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich werde im Laufe dieser Folge an einigen Stellen Filmempfehlungen einblenden, die auch zum entsprechenden Inhalt mehr oder weniger passen. Diese Filme sind ein Muss für jeden Korea-Interessierten, beispielsweise Die Taschendiebin, englisch The Handmaiden und der koreanische Titel Agashi. Das war der erste asiatische Film, von dem ich zufällig auf YouTube einen Trailer entdeckt habe und mir dann diesen bei der Veröffentlichung in einem Programmkino sogar angesehen habe, weil ich vom Trailer so fasziniert war. Damit kam ich erstmals mit asiatischen Filmen in Berührung. Ein absolut fantastisch gelungener Film, kann ich sehr empfehlen. Dieser Film kann für Unerfahrene etwas befremdlich wirken, aber dennoch lohnenswert es sich anzusehen. Ich kann in dieser Folge leider nicht allzu sehr auf Details eingehen, obwohl ich das gerne würde, aber sieh es dir am besten selbst bei Gelegenheit ohne Vorwissen an, denn dann haut dich der Überraschungseffekt umso mehr um. Jedenfalls war dieser Film eine große Inspiration und Motivation, der meine nicht vorhandene Neugierde für Korea erweckt hatte. Ich stehe Ihnen zu Diensten, Fräulein. Verdammte Scheiße. Er hatte mir nicht gesagt, dass sie so schön ist. Japan wollte ein Reich gründen, wie die europäischen Länder und Kolonien haben, um gleichrangig zu werden. Vielleicht auch wegen dem Platzmangel bzw. Landmangel im eigenen Land. Für Japan war es von Vorteil, dass Korea zu der Zeit noch relativ schwach und abgeschottet war. Zu dieser Zeit betrug die Gesamtbevölkerung von Korea ungefähr 9,6 Millionen Einwohner. Also in einfachen Worten war Korea für Japan leicht verdientes Land, um sich auszuweiten bzw. zu expandieren.
Außerdem bot Korea einen strategisch idealen Ausgangspunkt für eine weitere Expansion nach China und nach Russland. China konnte Korea nicht unterstützen und den Angriff abwehren, da die Chinesen selbst zu der Zeit schwach waren. Die Japaner dagegen waren sehr fanatisch, die asiatischen Nazis, wenn man so will. Japan wollte sich ein großjapanisches Reich schaffen und hatte sich relativ weit ausgedehnt, von Südostasien bis weit nach China hinein und bis an die sowjetische Grenze nach oben. 1904 bis 1905 wurde der Russisch-Japanische Krieg geführt. Nach dem Russisch-Japanischen Krieg hatte sich Japan endgültig als dominante Kraft in Ostasien etabliert. Am 5. September 1905 akzeptierte das unterlegene Russland unter anderem Korea als japanisches Interessengebiet. 1905 wurde Korea zu einem japanischen Protektorat und verlor seine Souveränität. Protektorat bedeutet ein abhängiges staatliches Territorium, dessen auswärtige Vertretung und Landesverteidigung einem anderen Staat unterstellt sind. Das koreanische Heer wurde entwaffnet und aufgelöst. Japan hatte sich bereits gewaltsam und widerrechtlich Korea in seinen Besitz gebracht und ab 1910 war Korea Kolonialgebiet der Japaner. Kolonialgebiet bedeutet ein Staat ohne eigene politische und wirtschaftliche Macht. In anderen Worten, Korea war eingenommenes und besetztes Land der Japaner. Seitdem hatten die Japaner die Koreaner und ihr Land total ausgebeutet. Polizei und Strafvollzug wurden japanisiert. Alle koreanischen Zeitungen und Magazine mussten ihre Veröffentlichungen und Herausgaben einstellen. Die koreanische Sprache wurde verboten, die japanische Sprache wurde zur Nationalsprache und ab 1915 sogar zur alleinigen Unterrichtssprache. Der Gebrauch der koreanischen Sprache wurde auch im privaten Raum untersagt und durch ein Spitzelwesen bis in den familiären Bereich gesichert. Die Staatsreligion der Japaner wurde eingeführt und die tägliche Teilnahme wurde ab 1925 für alle Koreaner Pflicht, vor allem für Schüler und Studenten. Man wollte die kommende Generation der Koreaner sozusagen japanisieren, sodass sie ihre eigene ursprüngliche Identität verdrängen und vergessen. Es wurde das japanische Schulsystem mit seinen Bildungsinhalten eingeführt. Einige Jahre später brach der Zweite Weltkrieg aus. Auf der ganzen Welt tobten grauenvolle Kriege. Ab Februar 1940 wurde versucht, koreanische Namen in japanische umzuwandeln oder zu überführen. Das auf nur 6 Monate angesetzte Vorhaben brachte bis Ende April 1940 nur den sparsamen Erfolg von 7,6% mit japanischen Namen registrierten Koreanern. Als Lebensmittelkarten, Postzustellungen, Vergabe von Arbeit und Annahme von behördlichen Anträgen nur noch an Personen mit japanischen Namen erfolgten, gaben viele der Koreaner nach und eigneten sich einen japanischen Namen an. Im August 1940 waren 79,3% der Bevölkerung mit japanischen Namen registriert. Hunderttausende Koreaner unter ihnen waren als Zwangsarbeiter verschleppt und Hunderttausende junger Mädchen und Frauen an die Fronten verschleppt und dort in Soldatenbordellen jahrelang reihenweise vergewaltigt und als Zwangsprostituierte versklavt worden. Da die japanische Regierung bis heute keine staatliche Verantwortung anerkennt und die Regierungsarchive nicht öffnet, ist man bei der Beurteilung der Zahlen auf Schätzungen angewiesen, die von 50.000 bis 300.000 reichen. Die Dunkelziffer der Zwangsarbeiter und Zwangsprostituierte ist daher mit Sicherheit weitaus höher. Diese Kriegsopfer werden verharmlost bzw. beschönigt, Trostfrauen genannt. Viele von ihnen lebten nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Japan, weil sie in ihrer Heimat nicht als Ausgeschlossene oder in Scham versteckt leben wollten. 1945. Nazi-Deutschland hatte kapituliert. Doch auf der anderen Seite des Globuses war der Weltkrieg noch in vollem Gange. Am 8. August 1945 erklärte die Sowjetunion
Japan den Krieg. Stalin wurde mit in den Krieg gezogen, mit dem Versprechen, große Einflussgebiete in Ostasien zu erhalten, und zwar Japans Kolonialgebiete. Die Japaner waren sehr fanatisch und Aufgeben kam für sie nicht in Frage. Eines der Gründe dafür waren Drogen. Methamphetamin, Philopon, auch bekannt unter dem Namen Crank, verringert das Schlafbedürfnis und macht einen furchtlos. Man gab die Droge den Arbeitern, die nicht schlafen sollten. Damit wurden die japanischen Soldaten und auch die japanischen Arbeiter vollgestopft. Die Piloten wurden zu Kamikaze-Piloten. Vollgestopft mit den Drogen überflogen sie ohne Angst die feindlichen Linien. ...70.000 Tonnen Napalmbomben werfen die amerikanischen Luftstreitkräfte über Korea ab. Während der Kampfhandlungen starben 3 Millionen Zivilisten. Die Halbinsel war buchstäblich eine Trümmerwüste. Man wusste nicht, wie lange man noch gegen die Japaner kämpfen soll oder muss, bis sie endlich aufhören bzw. aufgeben. Verzweifelt versuchten japanische Piloten, weiterhin die US-Flotte mit Kamikaze-Angriffen aufzuhalten. Wie schon gegen das Deutsche Reich verlangten die Alliierten angesichts ihrer Überlegenheit eine bedingungslose Kapitulation. Daraus resultierte die Vorüberlegung für den Einsatz einer Atombombe. Denn eine Atombombe beendet immer alles schnell und sicher. Am 6. August 1945 warfen die USA die erste Atombombe über der japanischen Großstadt Hiroshima ab. Etwa 100.000 Menschen sind in Hiroshima ums Leben gekommen. Weit mehr als 30% davon waren koreanischstämmige Zwangsarbeiter. Am 9. August 1945 warfen die USA die zweite Atombombe über der japanischen Stadt Nagasaki ab. Etwa 20.000 Menschen starben und 50.000 wurden schwer verletzt bzw. verstrahlt. Mit dieser Waffe von ungeheurer Zerstörungskraft wurde der Zweite Weltkrieg beendet. Nach den Atombomben wurde seitens der USA den Japanern limitiert, sich zu stärken. Die Japaner durften sich nicht weiter rüsten oder bestärken. Ein paar Tage nach Abwurf der Atombomben startete Stalin die sowjetische Offensive gegen das Ostasiatische Kaiserreich von Japan. Mit 1,5 Millionen Soldaten und 5.000 Panzern drängten sie in die Mongolei und in die Mandschurei vor. Die Japaner konnten der Offensive nicht viel entgegensetzen. Die sowjetischen Truppen drängten vor bis Pjöngjang. Die Japaner kapitulierten innerhalb einer Woche am 15. August 1945. Die Soldaten der japanischen Armee mussten sich in der nördlichen Zone, wie von den Alliierten vereinbart, den Sowjets und in der südlichen Zone den US-Amerikanern ergeben. Beide Besatzungsmächte, also die USA und die Sowjetunion, lehnten eine koreanische Selbstverwaltung zunächst ab. Danach begann die sowjetische Armee direkt mit der systematischen Entwaffnung der japanischen Besatzungstruppen. Die sowjetische Armee befreite daraufhin tausende koreanische Zwangsarbeiter. 23 Millionen Koreaner wurden von der japanischen Unterdrückung befreit, gegen die sie nie die Möglichkeit hatten zu kämpfen. Erleichtert sahen die Koreaner ihre verhassten Unterdrücker abziehen. Unter den Koreanern ging dann natürlich schnell die Nachricht herum, dass die sowjetische Armee die Befreier der unterdrückten asiatischen Völker waren. Die sowjetischen Truppen wurden von den Koreanern in Pjöngjang bejubelt und gefeiert. Im Süden Koreas, in Seoul dagegen, wurden die US-Truppen als Befreier begrüßt, bejubelt und gefeiert. Nach der Niederlage und Kapitulation Japans gelang es den USA und der Sowjetunion nicht, Einigkeit über die Zukunft Koreas zu erzielen. Zwar war schon 1943 festgelegt worden, dass Korea nach der Kapitulation Japans einen unabhängigen Staat bilden sollte, allerdings sollte dies erst nach einer gewissen Übergangszeit erfolgen, da beide Seiten der Meinung waren,
dass das Land nach Jahren der Fremdherrschaft politisch und wirtschaftlich wieder aufgebaut werden müsse. Die sowjetische Armee wäre noch weiter nach Süden Koreas vorgedrungen, aber noch am selben Tag entschied man in Washington in den USA, einen Teil des Landes zu besetzen. Eine geeignete Zone war in der Nacht vom 10. auf den 11. August 1945 innerhalb einer halben Stunde festgelegt. Die Sowjetunion nahm schließlich den Vorschlag der USA an, Korea vorläufig entlang des 38. Breitengrades in 2 Besatzungszonen zu teilen. Die schlimmste Grenze bzw. Trennlinie, die es überhaupt gibt. Die nördliche Zone sollte dabei unter sowjetische Verwaltung gestellt werden, die südliche Hälfte unter US-amerikanische. Anfangs hatten die US-Amerikaner die Halbinsel vollständig den Sowjets überlassen wollen. Das war der letzte Akt des Zweiten Weltkriegs. Damit war der Zweite Weltkrieg endlich beendet und die ganze Welt konnte wieder aufatmen. Die Sowjetunion und die USA einigten sich also auf die Teilung von Korea zur Hälfte, entlang des 38. Breitengrads. Der obere Teil, also Nordkorea, wurde der Sowjetunion zugeordnet und der untere Teil, also Südkorea, der USA. Der UN-Treuhandrat übertrug die treuhänderische Verwaltung von Korea, der Sowjetunion und den USA. Der Treuhandrat ist der Zusammenschluss vieler Länder, die sich 3 hohe Ziele gestellt haben, und zwar Weltfrieden sichern, Menschenrechte durchsetzen und für soziale Gerechtigkeit sorgen. Die Sowjetunion und die USA hatten also damit das Ziel, treuhänderisch eine vorübergehende provisorische koreanische Regierung einzurichten, damit sich Korea wirtschaftlich wieder aufbauen und wieder frei und unabhängig werden kann. Die Koreaner erhofften sich natürlich, dass sie nach dem Krieg einen eigenen Staat bekommen werden. Die Amerikaner waren der Meinung, da Korea lange Zeit Kolonialgebiet war, dass sie sowieso nicht in der Lage wären, eigenständig einen Staat zu gründen, denn die Japaner hatten die Koreaner und ihr Land so dermaßen ausgebeutet und ausgenutzt, dass ca. 80% der Koreaner nach der Befreiung weder lesen noch schreiben konnten. Und natürlich kam alles nicht so wie geplant. Es sollten einige Zeit später eigentlich gesamtkoreanische Wahlen stattfinden. Dazu kam es aber nicht, weil es andere Spannungen zwischen der Sowjetunion und den USA gab. Zwischenzeitlich hatten die Sowjets die Demarkationslinie zu einer unüberwindlichen Grenze ausgebaut, deren Überquerung einer Erlaubnis bedarf. Infolgedessen kam es zu separaten Wahlen in den beiden Besatzungszonen Nord- und Südkorea, obwohl die Menschen in Südkorea mehrheitlich dagegen waren. Es sollten gesamtkoreanische Wahlen stattfinden und durchgeführt werden, um eine Vereinigung von Korea wiederherzustellen. Nach den separaten Wahlen von Nord- und Südkorea errichteten beide Besatzungsmächte, die Sowjetunion und die USA, auf ihrem jeweiligen Besatzungsgebiet unabhängige, eigenständige koreanische Staaten, was ursprünglich eigentlich nicht das Ziel war, und setzten Regierungen ein, die ihre Interessen vertraten. Zuerst wurde Südkorea als Republik Korea am 15. August 1948 gegründet und kurz darauf Nordkorea als Demokratische Volksrepublik Korea am 26. August 1948. Einige Jahre später zogen dann auch die Besatzungstruppen aus den jeweiligen Besatzungsgebieten ab. Mitte des Jahres 1949 waren die Truppen der Sowjetunion vertragsgemäß aus Nordkorea abgezogen. Nordkorea konnte mit Hilfe der Sowjetunion und Chinas seine Industrie schneller aufbauen als Südkorea. Dies lag daran, dass die Industrie von den Japanern während ihrer Kolonialzeit vor allem im rohstoffreicheren Norden angesiedelt worden war. Im landwirtschaftlich fruchtbareren Süden dagegen wurde von ihnen die Landwirtschaft gefördert und ausgebaut. Daher und dank der Hilfe der Sowjetunion war Nordkorea schneller in der Lage, sich wirtschaftlich zu erholen und eine schlagkräftige Armee aufzubauen. Als ob all das Leid bisher nicht gereicht hätte und abgesehen davon, dass die Menschen in Korea nicht geteilt, sondern wieder vereint werden wollten, versuchte Nordkorea im Juni 1950 durch einen militärischen Überfall auf den Süden die Vereinigung des Landes gewaltsam zu erzwingen.
Das nordkoreanische kommunistische Regime wollte, dass sich Südkorea an den Norden anpasst, und das südkoreanische demokratische Regime wollte, dass sich Nordkorea an den Süden anpasst. Also in anderen Worten, ein regelrechtes Tauziehen in Korea zwischen der Sowjetunion und den USA. Auf nordkoreanischer Seite traten später Truppen der Volksrepublik China in den Krieg ein. Von der Sowjetunion kam angeblich nur indirekte Hilfe in Form von Kriegsmaterial und Ausbildern. Die Hauptstadt Seoul fiel bereits nach 3 Tagen. Etwa einen Monat später kontrollierten die Nordkoreaner bereits die gesamte koreanische Halbinsel, bis auf einige Inseln und einen schmalen Streifen um Busan im Südosten. An dem hieraus entstandenen Koreakrieg beteiligten sich auf Seiten Südkoreas eine Reihe von Truppen aus westlichen Staaten, wie unter anderem Kanada, Frankreich, Thailand, Türkei etc. O gelen değil mi o Ayla? Mit der Landung bei Incheon Mitte September 1950 gelang es den UN-Truppen, den Vormarsch der Nordkoreaner zu beenden. Am 30. September überschritten die Truppen Südkoreas den 38. Breitengrad, um die koreanische Halbinsel unter ihrer Flagge wieder zu vereinigen. Erst hier gelang es den Südkoreanern, die Lage zu stabilisieren. Natürlich wurde der Koreakrieg zwischen dem Norden und Süden von den beiden Erzfeinden angezettelt und angestiftet, weil sie mal wieder Katze und Maus spielen mussten, und typischerweise wurde alles so inszeniert und dargestellt, als wäre das unter den Koreanern an sich entfacht, als sei das ein völlig eigenständiger Konflikt zwischen dem Norden und dem Süden, wobei die Fäden ganz klar hinter dem Vorhang von den beiden Mächten gezogen wurden. In der Politik sind derartige Spielchen nichts Neues. Ich denke, das ist den meisten weltweit inzwischen bestens bekannt. Ein hilfloses, armes Land wird von den beiden egoistischen Supermächten regelrecht für ihre Interessen ausgenutzt und missbraucht. Und völlig ungeachtet vom Egoismus und Machtgier der beiden Mächte musste ein so tolles Land mit wundervollen Menschen leiden. Das ist einfach nur abartig, entsetzlich und zum Kopfschütteln. Die Chinesen wollten ein vereinigtes Korea unter US-amerikanischem Einfluss nicht dulden, was auch verständlich und nachvollziehbar ist. Das wäre den Chinesen zu nah, zu gefährlich und zu riskant gewesen, einen Erzfeind in unmittelbarer Nähe als Nachbar haben zu müssen, und griffen deshalb mit einer zunächst 300.000 Soldaten umfassenden Freiwilligenarmee in Nordkorea ein. Die UN-Truppen wurden schließlich bis südlich des 38. Breitengrades zurückgedrängt, wo die Front erstarrte. Im Juli 1953 kam dann endlich auch der Waffenstillstand, der die Kampfhandlungen beendete, jedoch blieb die Teilung bestehen. Seitdem verläuft die Teilung entlang einer Demarkationslinie. Demarkationslinie bedeutet eine zwischen Staaten vereinbarte, vorläufige Grenzlinie. Um diese Demarkationslinie herum wurde gemäß den Waffenstillstandsbestimmungen eine demilitarisierte Zone eingerichtet, damit sie sich nicht dort an der Linie permanent gegenseitig bekriegen. Die Demarkationslinie hat eine Länge von ungefähr 250 Kilometer und eine Breite von ca. 4 Kilometern. Die Folgen des Koreakriegs waren dramatisch. Die Schätzungen der Anzahl getöteter Koreaner schwanken zwischen 1 und 3 Millionen. Weit mehr noch waren vertrieben worden. Die koreanische Infrastruktur lag zum größten Teil in Schutt und Asche.
Mindestens genauso waren die psychologischen Folgen. Eines dieser Folgen könnte vielleicht den überdurchschnittlichen Alkoholkonsum der Südkoreaner erklären, der sich über Jahrzehnte von Generation zu Generation übertragen und festgefahren hat. Die Angst vor einer erneuten Invasion beeinträchtigt die Politik beider Staaten bis heute. Maybe we should get out. 대표님 앞으로 나오시겠습니까? We should go on a boat trip. 끝나는 것입니다. 이제 제가 국민 여러분께 묻습니다. 국민 여러분, 통일 하실 겁니까? In Nordkorea etablierte sich ein kommunistisches Regime, das weltweit als totalitär und isolationistisch angesehen wird. Südkorea hat sich dagegen zu einer Demokratie nach westlichem Vorbild entwickelt. Nordkorea war anfangs noch wirtschaftlich deutlich reicher als Südkorea, aber mit der Zeit leidete Nordkorea an den politischen Verhältnissen und brach in den 1990er Jahren wirtschaftlich zusammen, wohingegen Südkorea seit den 1970er Jahren einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt hat und heute zu den 20 größten Volkswirtschaften der Welt zählt. In den 1960er Jahren zählte Südkorea noch zu den ärmsten Ländern der Welt. Der wirtschaftliche Aufschwung begann mit General Park Chung-hee. Dieser putschte sich 1961 an die Macht und ließ sich 1963 zum Präsidenten wählen. 18 Jahre lang regierte er das Land mit eiserner Hand. Zugleich legte er mit seiner rigorosen Wirtschaftspolitik den Grundstein für Koreas Entwicklung zu einer der heute führenden Industrienationen. Er trieb die Bevölkerung zu Höchstleistungen an und förderte mit großer staatlicher Unterstützung und 5-Jahresplänen die junge Industrie von Schuhen und Spielzeug über Elektrogeräte bis zur Automobilproduktion. Nach Parks Ermordung 1979 führten seine Nachfolger zunächst dessen Regierungsstil fort. Im Sommer 1987 schlug der General Roh Tae-woo überraschend vor, die Verfassung zugunsten demokratischer Reformen zu ändern. Er wurde im November 1987 durch die Bevölkerung zum Präsidenten gewählt und seine Amtszeit auf 5 Jahre begrenzt. Damit begann Südkoreas Demokratie und der Aufstieg zur wirtschaftlichen Supermacht. Es kam über die Jahre hin und wieder zu verschiedenen, mal oberflächlichen, mal intensiveren Phasen der Annäherung und Entfremdung der beiden Staaten, und beide verfügen über hochgerüstete und zahlenmäßig starke Streitkräfte. Offiziell streben beide Teile, also Nord und Süd, die Wiedervereinigung Koreas an. Seit der Separation von Nord- und Südkorea gibt es immer wieder Flüchtlingsströme von Norden in den Süden über Drittstaaten. Das Entkommen aus dem diktatorischen Regime Nordkoreas ist generell mit großen Schwierigkeiten verbunden. Bis Ende 2015 siedelten etwa 29.000 Menschen aus dem Norden in den Süden. Auch in den Medien gab es immer wieder Menschen zu sehen, die aus Nordkorea flüchten konnten und von ihrer sehr schwierigen Flucht berichteten, damit die Welt sehen und erfahren kann, wie fürchterlich das Leben dort ist, und oft baten sie auch den Menschen weltweit um Hilfe bzw. um die Befreiung des Landes und eine Wiedervereinigung mit Südkorea. When I was young, I thought my country was the best on the planet. And I grew up singing a song called Nothing to Envy. And I was very proud. 문 밖에만 들어가면은 뭐 어려움이 생기더라도 국제사회가 관심을 가져줄 테니까 하여튼 끝까지 안심하고
가서 suffer the most, that really influenced their growth. And at the age 7, height difference. So in inches, probably it's about 5-6 inches difference at the age 7. We are supposedly the same genetic population. 거기서 뭐야? 포토 주려고? 아. 몇 살이라? 22살? 집 없니? 지금 바깥에 있지? 뭘 먹고? 어? 굶어? 아버지만 어디? 엄마. Wir sollten eigentlich alle sehr dankbar sein, dass Gott uns alle unterschiedlich erschaffen hat. Ich möchte mir ehrlich gesagt keine Welt vorstellen, in der alle Menschen identisch aussehen. Stell dir vor, alle Menschen auf diesem Planeten hätten dasselbe Aussehen, dieselbe Kultur, denselben Glauben, dieselben Persönlichkeiten und so weiter. Beispielsweise die ganze Erde wäre Deutschland und alle Menschen wären Deutsche oder würden aussehen wie Deutsche. Ich denke, das wäre auch extrem langweilig, oder? Dann gäbe es auch kaum noch Gründe, überhaupt die Welt zu bereisen. Gerade die Unterschiede, gerade die Ungleichheit machen das Leben mit den Menschen abwechslungsreich und interessant. Der Moment, wenn man jemanden ins Gesicht sieht und augenblicklich feststellt, dass dieser Mensch anders aussieht, andere Haare hat, andere Augenformen, andere Sprachen, Kulturen, Werte, Glauben, Verhalten oder Lebensweisen und so weiter. Denn das ist es letztendlich, was ein Individuum attraktiv und interessant macht. Wie siehst du das? Lass uns gerne dazu in den Kommentaren austauschen, wenn du möchtest. In meinem Schlafzimmer liegt der Geräuschpegel üblicherweise bei ca. 30 Dezibel. 30 Dezibel sind es zum Beispiel in einer ruhigen Wohnstraße oder beim Atmen und ganz leise Flüstern. Wie ist die Lautstärke hier nachts im Flugzeug der Lufthansa, wenn alle schlafen? Es schwankt zwischen 72 und 75 Dezibel. Natürlich um einiges lauter als in einem gewöhnlichen Schlafzimmer. Ich werde versuchen, mit den von der Fluggesellschaft zur Verfügung gestellten Ohrstöpseln zu schlafen. Es sind noch einige Stunden bis zur Ankunft und ich bin auch relativ müde geworden. Und ich glaube, alle anderen Flugpassagiere hier im Oberdeck haben sich zwischenzeitlich auch schon alle schlafen gelegt. Und ich werde das jetzt langsam dann auch mal machen. Also dann, gute Nacht.